Moin Freunde, Tim Kane hier. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist Sonntag, ich versuche euch wieder ein klein bisschen Content zu geben. Heute mal keine Figur, heute stattdessen ein bisschen näher rangezoomt. Es war wieder ein kleines Feedback. Ich sollte auch ein bisschen näher rangehen. Ich versuche es mal. Also, heute geht es um Undisputed Street Fighter. Die, wie heißt das? 30th Anniversary Commemorative Edition. Ich glaube, so heißt das. Ich habe das vor ein paar Monaten, ich glaube, das ist schon fast sogar ein Jahr her, auf Amazon gesehen. Und ich dachte mir, für so einen alten Street Fighter Hasen will ich nicht sagen, aber Fan wie mich ist das eigentlich absolut perfekt. Ich habe das damals sehr viel gespielt. Ich bin groß geworden mit Super Street Fighter 2 und auch normal Street Fighter 2. Street Fighter 2 Turbo hatte ich leider nie. Aber besagte vorige Titel haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 und sowas gehören mit zu meinen Lieblingen. Street Fighter 5 habe ich mir nicht geholt, weil mir die stilistische Richtung der ganzen Serie ein bisschen missfallen hat. Weswegen ich mich natürlich dann auch so ein bisschen mehr auf das 30th Anniversary Sammelpaket freue, wo natürlich die ganzen Dinger dabei sind. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 3, First Impact, Second Impact und wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, das wird echt klasse. Jedenfalls, heute will ich mal versuchen, euch dieses Buch hier vorzustellen, was für jeden Street Fighter Fan eigentlich, ich sag mal, Pflicht sein sollte. Ich werde auch versuchen, heute endlich mal euch die zweite Ansicht zu geben. Ich habe da oben die Kamera vorbereitet. Da schauen wir uns Dan an. Ich will nämlich in dem Ding auch ein bisschen blättern und euch ein wenig was dazu sagen. Wird nicht das längste Review. Die neue Hardware schafft nur 1080p 5 Minuten lang, aber wer weiß, vielleicht kommt da ja was raus. Also fangen wir mal an. Wir haben einen sehr schönen Schuber bei dieser Edition. Das ist die Limited Edition. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile vergriffen ist. Ihr könnt aber auf Amazon natürlich nachgucken. Ist natürlich sehr schön aufgemacht, wie ein alter Arcade-Automat mit den Kontrollen hier. Wir haben hier Roundhouse, Forward, Strong, Fierce, Short, Jab für die Punches und Kicks. Wir haben hier die alten Arcade-Sticks mit den richtungsweisenden Angaben. Player 1, Player 2, Capcom USA. Wir haben hier ein schönes kleines Tutorial. How to play. Insert coins and press one player or two player start button. Players can choose to be one of 8 different fighters by moving joystick. Second player can join in at any time. Each match consists of best out of 3 rounds. Winner is first player to win 2 rounds. Bonus round play, timing and strength determine how well you score. Dann wird auf der anderen Seite nochmal die Controls erwähnt, aber dazu kommt man eigentlich auch ziemlich schnell selber. Sehr schön gemacht. Rückseite 3, 2, 1, the fight continues. Kurzer Bericht über die 30 Jahre, was hier drin ist. Da komme ich gleich auch noch zu. Die-Cut Slipcases designed as an homage to the classic Street Fighter 2 Arcade Cabinet. Das ist der Schuber. 3 original limited edition art prints of iconic Street Fighter characters. Und a unique papercraft Street Fighter Arcade Cabinet ready for holding and assembly. Witzig werde ich aber nicht machen. Man will ja doch das Ganze irgendwie im Originalzustand haben. Aber ich finde die Grafiken absolut toll. Ich finde es vor allem klasse, wie man hier die Evolution von Ryu sieht. Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, glaube ich. Ja, Street Fighter 3. Ich weiß nicht, woher der Kollege hier kommt. Das fehlt mir gerade so ein bisschen. Aber das ist natürlich der Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Udon Comics inspiriert und absolut detailgetreu und spitze. Klasse. Der Rücken bietet natürlich nicht super viel. Undisputed Street Fighter Hersteller, den Rücken von Ryu, ich glaube, das ist von Super Street Fighter 2. Und der Hersteller. Das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Unfassbar wertig, sehr schwer, richtig schön. Packt man das Ganze, ich packe das mal hier rüber, packt man das Ganze aus, kommt man an den Bonus-Content. Die Hadouken-Kombination. Ich glaube, was Kultigeres gibt es dafür nicht. Der Schuber färbt ein bisschen ab, aber das habe ich schon öfter gesehen. Ist jetzt nichts Wildes. Außen schön matt. Undisputed Street Fighter Steve Handershirt Insert Coin. Richtig schön. Und auf der Rückseite, wenn man durch ist,
30th Anniversary Street Fighter. Und das Witzige ist, innen drin sagt es Fight, wenn man anfängt, und wenn man fertig ist, Continue. Sehr schön. Kleine Detailsachen finde ich richtig toll. Ja, und dann kann man im Endeffekt durchlegen. Das ist noch ein schönes kleines Lesezeichen. Funktioniert auch toll. Wir blättern das gleich durch. Ich hoffe, das funktioniert mit der Ansicht. Ich gebe euch nicht den super tiefen Look. Ihr sollt euch das Ding ja selber kaufen und genießen. Aber die Bonussachen will ich euch noch sehr schnell zeigen. Sehr schöner Schuber, auch sehr wertig. Und die Lithografien muss man Bock drauf haben. Aber was ich cool finde, ist die, ich sag mal, Art Direction. Ich mag das, was sie hier gemacht haben. So ein bisschen wie die, ich nenne es mal Kirchenfenster. Ich weiß, dafür gibt es wahrscheinlich einen speziellen Ausdruck, aber ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Ken und Ryu, wie sie ineinander greifen. Sehr schön. Das zweite ist Dhalsim. Ich sag mal sehr, ja weiß ich nicht, hat was so ein bisschen Ashley Wood Style, sag ich mal. Viel Orange, Gelb, Rottöne für Yoga-Fire. Die Schädel hier, seine Augen, alles wirklich toll gemacht. Und hier nochmal ein bisschen, ja weiß ich nicht, das erinnert mich fast so ein bisschen an die Bilder, die Tom Whalen gemacht hat für die Transformers. Das ist alles sehr retro, sehr Pop-Art-lastig mit den klassischen Charakteren aus Street Fighter 2. Wir haben Dhalsim, Vega, Sagat, Edmund Honda, Kami. Gut, okay, die ist mittlerweile Mainstay. Ist nicht ganz oldschool, aber trotzdem Mainstay. Chun-Li, Ryu, geil Ruf von hinten, beißen. Sieht ein bisschen sauer aus, ich weiß nicht wieso. Und Zangief gegen Blanka eben beim Armdrücken. Sehr, sehr schön. Und dennoch den, bleibst du wohl da. Danke. Und hier haben wir den Arcade-Automaten. Sehr schön. You win, you lose. Mit der Bonus-Stage von dem zerstörten Mercedes. Quasi Mercedes. Und einmal wie sie alle stehen und einmal wie sie alle liegen. Absolut toll. Fand ich sehr schön. Ich tendiere fast noch ein bisschen dazu, den zusammenzubauen, aber ich glaube, ich werde hart bleiben. Ich versuche es zumindest. Ich packe das mal eben schnell wieder ein. Und dann bin ich gleich zurück. So, da bin ich zurück, alles eingepackt. Wollen wir mal gucken, ob das mit der Kamera funktioniert. Ich habe die an. Wir haben ca. 5 Minuten. Schauen wir mal. Ihr solltet jetzt ungefähr dasselbe sehen wie ich. Zumindest hoffe ich das mal. Geht halt los mit Ryu und Ken aus Street Fighter Alpha. Impressum, wer das Ganze gemacht hat. Schöne Grafiken, Contents, jede Menge. Forward, Introduction, King of Arcade. History of Hadouken, East and West, The Warrior's Journey, The Big Comeback. Es sah eine Weile wirklich schlimm aus im Street Fighter, nachdem der Arcade-Markt eingebrochen wird. Ist Action Figures, Voice Acting, Fighters, Street Fighter 5 Art, Endnotes and Image Credits, Acknowledgements, About the Author, Index und neben jedem Bild haben wir meistens auf der gegenüberliegenden Seite eine Erklärung, worum es denn eigentlich geht. Ja, und dann geht's los mit den Ursprüngen. A Dragon Punch to Pop Culture. Es geht um Street Fighter. Dann geht es hier Chasing Street Fighter to its Source, wo es hingeht. Man sieht die Originalprogrammierer. Es gibt zwischendurch immer wieder, ich sag mal, Entwürfe von Bildern, wo das Ganze artmäßig hingegangen ist. King of Arcade, One Game to Rule Them All, fand ich sehr schön. Und wo es dann ehrlich gesagt einfach hingeht. Man sieht die Anfänge, man sieht hier Ryu und Ken. Und Birdie, Mike, Eagle, Lee, Gen, Geiki und Retsu. Und wo es mit denen hinging, man sieht die ersten Level hier. Wo es auch schon, es war schon sehr das Bekannte, was man eigentlich so von heutzutage dann auch ehrlich gesagt kennt. Aber man sieht schon, sie hatten den Weg noch nicht so ganz hingegangen. Dann heißt es hier, dass Final Fight im Endeffekt so ein bisschen dahin gegangen ist. Man sieht hier sowas ähnliches wie Blanka. Das sieht ein bisschen entfernt aus wie Birdie. Aber nichtsdestotrotz, ich kannte die Geschichte nicht komplett. Es gibt jede Menge drin zu lesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber was ich überlesen habe, gibt dem Ganzen, Entschuldigung, mein Bart nervt mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, das ist besser. Jede Menge Erzählung zu der Geschichte. Und wie gesagt, jede Menge neue Art Directions oder Art Directions, die man noch nicht so kannte. Hier das alte Team, die das Ganze aufgerissen haben. Das geht erstmal sehr lange so, wie der Arcade-Markt entstanden ist. Und wo es hingeführt hat. Dann wie es mit Street Fighter Alpha weiterging. Dann wie es mit den
wirklichen Arcade Championships wirklich mal losging, wo sich Leute wirklich in den Arcades ich sag mal, da wirklich das Geld um die Ohren gehauen haben und gewonnen haben. Dann ging es los mit Pro Gaming. Man sieht ja auch dann schon Street Fighter Alpha und Evil Ryu. Dann sieht man hier Street Fighter 3 mit Akuma. Und wie heißt er hier noch? Ich vergesse so viele Namen mittlerweile, das ist wirklich schlimm. Jedenfalls Alex Dudley haben wir hier. Das ist dieser, ich sag mal, quasi kybernetische, synthetische Prototyp. Hier auch sehr schön. Es zeigt halt hier, wie gesagt, auch immer These composite illustrations from the Capcom vs. SNK series feature work by multiple artists. Both rosters have plenty of karate masters, but SNK has no answer for Blanca or Edmund Honda. Also es geht auch um die ganzen Crossover. Denn hier die Evolution des Hadouken, wirklich toll. Unterschiedliche Versionen, wohin das gegangen ist. East and West, wie die Ost- und West orientierten Kämpfer miteinander zu tun haben. Hier auch nochmal eine wunderschöne Grafik. The Warrior's Journey, da geht es um Ryu und die Kämpfer. Dann haben wir hier Live-Action-Geschichten, was alles nicht so gut geklappt hat. Wir erinnern uns an den Film mit Jean-Claude Van Damme. Wir erinnern uns wahrscheinlich auch noch an den Film mit Kristen Crook, bekannt aus Smallville. Furchtbarer Film. Also am besten bleibt man bei Zeichentrick oder man geht zu Street Fighter The Assassin's Fist von Joey Anza. Genial. Ich glaube, besser kann man es einfach nicht machen, ehrlich gesagt. Alles so true to character. Dann geht es hier um die Comics, auch die neuen Udon-Comics. Mittlerweile nicht mehr so neu, aber die neueren und die das Ganze wirklich schön aufgerissen haben. Dann geht es hier, wie gesagt, um das Comeback. Wie sie es geschafft haben, das Ganze aus dem, ich sag mal nicht aus dem Nichts, aber aus der Versenkung wieder hochzuholen. Und es kommt noch viel, viel mehr. Also es ist wirklich eine Unmenge. Es geht denn hier auch bald, hier geht es auch noch um die Actionfiguren, ganz wichtig. Also wir haben ja zwischendrin auch schöne Actionfiguren. Wir haben hier die alten Sota Toys Actionfiguren. Wir haben hier, wen haben wir hier? Hasbro Street Fighter Series. Dann haben wir hier Resaurus, habe ich nie gehört. Sota Toys, den Akuma hatte ich mal, leider ist mir oben am Kopf was abgebrochen und war auch im Endeffekt nicht so super beweglich. Ich möchte den Kids Logic Akuma ganz gerne haben. Wenn, dann mache ich dazu auch ein Review. Das ist aber erstmal noch Zukunftsgeschichte. Ja, NECA mit ihrer Serie, sehr erfolgreich gewesen. Super 7. Und dann geht es um die Kämpfer. Und das ist wirklich ein Riesenteil aus diesem Buch. Da ist wirklich jede Menge bei. Dalsim, hier haben wir Charlie. Wir haben Guile. Wir haben Crimson Viper, wir haben Geschichten zu den Charakteren, Edmund Honda, Urien, Hakan, Elena und auch zwischendurch kleine Geschichten, wer sich liebevoll den Kopf darum macht, der zum Beispiel hier Custom Lego Minifiguren macht. Also da drin ist einfach so unfassbar viel drin. Auch dann natürlich die Geschichte von Street Fighter 5, wo das hinging. Also man hat eine unfassbare Menge zu lesen. Also es ist ein tolles Buch. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich lege das mal hier ab. Das Buch hat mich, ich glaube, 75 € bei Amazon gekostet. Ich will mal eben kurz das Licht wieder andrehen. Das Buch hat mich 75 € auf Amazon gekostet und hat sich wirklich gelohnt. Es ist schwer, es ist extrem tiefgängig. Man kriegt jetzt nicht irgendwelche großen Move-Listen, aber nichtsdestotrotz ist das sehr tiefgehend und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also es ist für mich ein High Recommend. Alles in allem. Von daher würde ich sagen, war's das für heute. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die neue Woche. Wir sehen uns bald. Ich hoffe nächste Woche. Denke, ich weiß schon, was ich mache. Seht ihr dann. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Subscribe da. Ich würde mich freuen. Ebenso die kleine Notification Bell antriggern. Dann kriegt ihr mit, wenn ich was Neues poste. Ja, schreibt mir Feedback in die Comments. Schreibt mir Feedback als Mail. figure.photography.crate@web.de. Und auch auf Facebook und Instagram bin ich verfügbar. Mit kleinen Reviews, Fotoreviews und News. @figurephotographycrate bei beiden.
Würde mich freuen, von euch zu hören. Folgt mir da auch. Könnt mich jeweils anschreiben. Freue mich, mit euch zu chatten über die Sachen. Jetzt sage ich erstmal bis bald. Wie gesagt, schöne Woche. Haut rein. Bis dann.